Wir brauchen Karotten für die Suppe. Hier sind viele Karotten. Sie sind alle orange. Gut. Orange ist die richtige Farbe. Welche nehmen wir? Große oder kleine? Mittelgroße sind am besten. Nicht zu groß, nicht zu klein. Okay. Schau, diese hier sind mittelgroß. Gut. Jetzt schauen wir, ob sie frisch sind. Schau auf die Blätter. Die Blätter sind grün. Ist das gut? Ja, grüne Blätter bedeuten frische Karotten. Und diese Karotten hier? Die Blätter sind gelb und weich. Richtig. Die nehmen wir nicht. Gelbe Blätter sind ein schlechtes Zeichen. Ich lerne so viel heute. Oh, Pfirsiche. Die riechen so gut. Ja, der Geruch ist wunderbar. Aber zuerst schauen wir. Wonach schauen wir? Wir suchen blaue oder braune Stellen. Das sind Druckstellen. Was sind Druckstellen? Das passiert, wenn jemand den Pfirsich zu fest anfasst. Ah, wie ein blauer Fleck bei mir. Genau. Und Druckstellen bedeuten, der Pfirsich wird schnell schlecht. Dieser Pfirsich hat eine braune Stelle. Den legen wir zurück. Sehr gut. Und dieser hier? Er ist perfekt. Keine Flecken. Und er riecht gut. Wunderbar. Wir nehmen 4 Pfirsiche. Wir brauchen Kartoffeln. Komm, wir schauen zusammen. Diese Kartoffeln sind sehr groß. Nehmen wir die? Nicht immer. Schau zuerst, ob sie grüne Stellen haben. Grüne Stellen? Warum ist das schlecht? Grüne Kartoffeln sind nicht gut für den Bauch. Oh, ich schaue jetzt. Diese hier hat keine grünen Stellen. Gut. Und ist sie fest oder weich? Sie ist fest. Das ist gut, richtig? Ja. Weiche Kartoffeln sind alt und schlecht. Diese Kartoffel hat einen kleinen grünen Fleck. Die nehmen wir nicht. Perfekt. Du machst das sehr gut. Danke, Mama. Ich lerne von der Besten. Mama, was sind das? Sie sehen exotisch aus. Das sind Mangos. Hast du noch nie eine Mango gegessen? Nein. Sind sie süß? Ja, sehr süß. Eopka? Aber nur, wenn sie reif sind. Wie weiß ich, ob eine Mango reif ist? Drücke leicht darauf. Wenn sie ein bisschen nachgibt, ist sie reif. Diese hier gibt nach. Ist sie reif? Ja. Und rieche daran. Riechst du etwas Süßes? Ja. Sie riecht wunderbar süß. Dann ist sie perfekt. Wir nehmen diese Mango. Und diese hier ist sehr hart. Die ist noch nicht reif? Richtig. Harte Mangos brauchen noch ein paar Tage. Schau mal, hier kostet 1 Kilo Kirschen 5 Euro. Das ist teuer. Vielleicht?
Lass uns den anderen Stand anschauen. Dort kostet ein Kilo Kirschen 3 Euro. Das ist billiger. Ja, aber sind sie genauso frisch? Wir müssen vergleichen. Die Kirschen dort sind dunkelrot. Die hier sind auch dunkelrot. Stimmt. Beide sehen frisch aus. Dann kaufen wir beim günstigeren Stand. Gut gedacht. 3 Euro ist besser als 5 Euro. Wir sparen 2 Euro. Ja. Mit dem gesparten Geld kaufen wir noch etwas anderes. Vielleicht Erdbeere? Gute Idee. Entschuldigung, wann sind diese Tomaten angekommen? Mama, warum fragst du das? Ich möchte wissen, ob sie heute frisch sind. Oh, das ist eine gute Frage. Der Verkäufer sagt, heute Morgen angekommen. Das ist gut. Heute Morgen ist sehr frisch. Ja, frische Tomaten von heute sind die besten. Mama, kann ich auch eine Frage stellen? Natürlich. Was möchtest du fragen? Entschuldigung, sind diese Äpfel auch von heute? Sehr gut. Du fragst schon selbst. Der Verkäufer sagt ja. Diese Äpfel sind auch heute frisch. Wunderbar, wir nehmen beides. Wir brauchen Salat für heute Abend. Hier sind 2 Sorten. Welche nehmen wir? Das ist grüner Salat, Hint, und das ist roter Salat. Welcher schmeckt besser? Beide schmecken gut. Aber schau auf die Blätter. Die grünen Blätter sind frisch und knackig. Und die roten? Die roten Blätter sind ein bisschen weich, ein bisschen und welk. Sehr gut beobachtet. Weiche Blätter sind nicht mehr frisch. Also nehmen wir den grünen Salat. Richtig. Knackige Blätter sind immer besser. Ich schaue beim Einkaufen jetzt immer auf die Blätter. Gut, ich glaube, wir haben alles. Lass uns die Liste prüfen. Äpfel, Tomaten, Bananen, Karotten, Kartoffeln und Salat? alles da. Wir haben alles. Wunderbar. Was hast du heute gelernt? Ich habe gelernt, fest ist frisch, weich ist alt. Sehr gut. Und was noch? Keine braunen oder grünen Flecken und immer riechen. Du bist eine sehr kluge Tochter. Danke, Mama. Du bist die beste Lehrerin. Nächste Woche gehen wir wieder zusammen einkaufen. Ja. Ich freue mich schon. You radio. Yeah. Schau mal, diese Äpfel sehen schön aus. Ja, sie sind rot und groß. Kaufen wir sie? Zuerst müssen wir sie anfassen. Sind sie fest? Ja, dieser hier ist sehr fest. Und dieser auch. Gut. Weiche Äpfel sind nicht frisch. Wie viele brauchen wir? Wir nehmen 6 Äpfel. Das reicht für die Woche. Okay. Kosten sie viel? Nein, 2 Euro pro Kilo. Das ist günstig.
Super! Ich liebe Äpfel. Zuerst müssen wir sie anfassen. Entschuldigung. Sorry. Wir möchten diese Äpfel bitte. Wir brauchen Tomaten für das Abendessen. Hier sind viele Tomaten. Welche nehmen wir? Wir suchen rote Tomaten, nicht grüne. Diese hier sind sehr rot. Sind sie gut? Lass mich sehen. Ja, die Farbe ist perfekt. Und sie riechen gut. Sehr richtig. Guter Geruch bedeutet frisch. Mama, diese Tomate hat eine braune Stelle. Oh, gut gesehen. Die legen wir zurück. Warum? Eine braune Stelle bedeutet, die Tomate ist schlecht. Ich verstehe. Wir nehmen nur schöne Tomaten. Mama. Hauralalau, Jangragla, Nanadajar, Isingalata, Varna, Nadajarga. Mama, ich möchte Bananen. Bitte. Okay, aber wir müssen die richtigen wählen. Welche sind richtig? Die gelben? Ja, gelbe Bananen sind reif, grüne sind noch nicht reif. Und die schwarzen da? Die schwarzen sind zu reif. Die sind sehr weich. Also nehmen wir die gelben. Genau, schau, diese Gruppe ist perfekt. Sie haben keine schwarzen Flecken. Richtig. Keine Flecken bedeutet frisch und gut. Wie viele nehmen wir? 6 Bananen, eine für jeden Tag. Siehst du das Schild? Es steht Bio darauf. Was bedeutet Bio? Bio bedeutet keine Chemie auf dem Gemüse. Das ist gut, oder? Ja, sehr gut für unsere Gesundheit. Aber warum kosten die Bio-Karotten mehr? Weil sie besonders angebaut werden. Das braucht mehr Zeit. Ah, ich verstehe. 3 € für Bio-Karotten. Ja, normale Karotten kosten 1 €. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Manchmal kaufen wir Bio, manchmal nicht. Heute kaufen wir Bio-Karotten. Ja, heute schon. Sie sind sehr frisch hier. Oh, Erdbeeren. Ich liebe Erdbeeren. Ich auch. Aber zuerst schauen wir sie an. Sie sehen rot und schön aus. Ja, aber schau unten in die Schachtel. Oh. Unten sind sie ein bisschen weich. Genau. Das ist nicht gut. Weiche Erdbeeren sind alt. Warten wir. Vielleicht gibt es bessere. Schau dort drüben. Diese hier sehen fester aus. Ja. Und schau. Alle sind rot. Oben und unten. Das ist die richtige Schachtel. Gut gemacht. Du lernst schnell. Wir brauchen eine Wassermelone für das Wochenende. Es gibt so viele. Wie wählen wir eine?
Zuerst schauen wir die Farbe an. Sie soll dunkelgrün sein. Diese hier ist dunkelgrün. Ist sie gut? Gut begonnen. Jetzt klopfen wir darauf. Klopfen? Warum? Ein hohler Klang bedeutet, sie ist reif und süß. Okay, ich klopfe. Klopf, klopf, klan. Das klingt hohl. Sehr gut. Jetzt schauen wir auf den gelben Fleck unten. Hier ist ein großer gelber Fleck. Das ist perfekt. Ein gelber Fleck bedeutet reif. Wir nehmen diese. Ich bin schon eine Expertin. Ja, du bist wunderbar. Mama, diese Trauben sind sehr schön. Ja, sie sehen gut aus. Lass uns näher schauen. Was suchen wir? Wir schauen, ob die Trauben fest sind. Wie mache ich das? Drücke leicht auf eine Traube. Ist sie fest oder weich? Sie ist fest. Das ist gut, oder? Ja, sehr gut. Weiche Trauben fallen bald ab. Was bedeutet abfallen? Die Trauben fallen vom Stiel. Das bedeutet, sie sind alt. Ah, diese Trauben haben einen festen Stiel. Perfekt. Diese kaufen wir.